Was dieser Haufen Essen mit dieser Flasche Y-Food zu tun hat, das erkläre ich euch in diesem Video. Los geht's. Hallo Freunde, ich habe mich mal hier in unsere hauseigene Palmoase gesetzt, um mit euch über was zu reden. Ihr kennt vielleicht dieses Getränk hier. Für Menschen, die Gewicht zunehmen müssen, ist das eine super Methode. Für Sportler natürlich auch. Oder wenn man gerade keinen Bock hat zu kochen und es wirklich schnell gehen muss. Aber das kostet richtig viel Geld. Ich glaube 3,75 € und ich möchte heute mit euch zusammen rausfinden, ob man das vielleicht auch selbst herstellen kann. Und jetzt heißt es erstmal Nährwerttabellen vergleichen. Und das ist hier eine ganze Latte an Vitaminen. Das hier ist ja nur ein laktosefreies Milchmischerzeugnis mit Kokosgeschmack und Pflanzenölen und Süßungsmitteln. Da kann das ja also gar nicht alles drin sein. Deswegen gehe ich hart davon aus, dass das zugesetzt wurde. Als Grundlage möchte ich gerne eine Milch nehmen. Wir haben hier Kuhmilch und Mandelmilch. Das eine ist vegan, das andere vegetarisch. Und wir schauen auf die Tabellen. Hier sind wir bei 14 Kilokalorien. Hier sind wir bei 64 Kilokalorien pro 100 Milliliter, 1,2 Gramm Fett, 3,5 Gramm Fett, fast gar kein Zucker, 4,8 Gramm Zucker, 0,5 Gramm Eiweiß, hier immerhin 3,3 Gramm Eiweiß und natürlich in beiden ist ein bisschen Salz drin. In der Kuhmilch ist außerdem noch Calcium enthalten und zwar 120 Milligramm und deswegen fällt meine Wahl auf die Kuhmilch. Denn den natürlichen Calciumlieferanten zu finden, ist gar nicht so einfach. Als nächstes möchte ich noch Haferflocken hinzufügen. Und zwar die kernigen, die haben insgesamt 12 Gramm Eiweiß und das ist wichtig, denn davon fehlt es uns an allen Ecken und Enden. Auch eine ganze Menge Ballaststoffe und viele Kohlenhydrate und sind dadurch ein richtig guter Energielieferant und liefern uns die Brennwerte, die wir brauchen. Bisschen Fett ist auch noch drin, aber was Fett angeht, habe ich noch was viel Besseres gefunden, nämlich das, was uns auch letzten Endes den Kokosgeschmack geben wird, eine cremige Kokosmilch, die mit ganzen 18 Gramm Fett reinkommt und damit auch 203 Kilokalorien dazu bringt. Jetzt müssen wir aber bedenken, alle diese Angaben gelten pro 100 Gramm. Pro 100 Milliliter. Um also 100 Milliliter davon zu erzeugen, brauchen wir ein Drittel davon, Drittel davon, Drittel davon. Das heißt, diese ganzen Werte hier müssen alle nochmal geteilt werden durch 3. Und dann sind da ja noch diese Vitamine. Man kann solche Mischungen in der Apotheke kaufen und die dann hiermit zusetzen. Und das kann auch sein, dass es aus einem Obst stammt. Und wir machen uns jetzt auf die Suche, ob wir Obst und Gemüse finden, mit dem wir diese Vitamine sinnvoll ersetzen können, ohne auf Zusatzstoffe aus der Apotheke zurückgreifen zu müssen. Wir haben hier Kiwis, einen Granatapfel, alte Orangen, Bananen, Äpfel, eine Mango, eine Zitrone, Tomaten, Chicorée, Paprika und Kohlrabi. Aber lassen sich im Internet überhaupt verlässliche Tabellen für die Nährstoffe in diesen Obst und Gemüsen finden? Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wo finde ich jetzt die richtigen Nährwerttabellen und bin im Internet auf eine richtig gute Quelle gestoßen. Um herauszufinden, wie viel Vitamin in der Banane oder im Feldsalat steckt, habe ich im Internet eine Seite aus den USA gefunden, die diese Nährwerte in Labortests herausgefunden hat. Das ist also meine Grundlage. Den Link zu dieser Seite findet ihr unten in der Beschreibung. Die Nährwertangaben unterscheiden sich natürlich je nach Frucht, kein Apfel ist gleich, aber es sind sehr verlässliche Durchschnittswerte. In dieser Tabelle habe ich die Nährwerte von Y-Food und anderen Lebensmitteln gegenübergestellt. Sortiert nach den Hauptbestandteilen, also Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen, den Vitaminen und den Mineralstoffen. Alle davon sind auf 100 Gramm bzw. 100 Milliliter gerechnet. Ich habe jetzt herausgesucht, welche Lebensmittel einen Nährstoff besonders viel enthalten. Somit sind Chicorée, Orange und Spinat in die engere Auswahl gekommen, ebenfalls Tomaten und Bananen mit einigen Inhaltsstoffen. Im Mixgetränk sind auch Sachen zugesetzt worden, die ich in meinen Lebensmitteln nicht drin habe. Und wiederum sind in den Lebensmitteln Nährstoffe drin, die Y-Food vergessen hat. 170 Milligramm Salz zum Beispiel, das werte ich jetzt als Natrium, oder die Vitamine B1 und B2. Ich sitze hier gerade in der Produktion und lese, dass Y-Food von Nestle gekauft wurde. Noch ein Grund mehr, sich das Zeug selber herzustellen und nicht mehr dort zu kaufen. Weiter geht's. Aber wenn man sich die Zutatentabelle mal anschaut, sieht man, dass neben Milch, Wasser und Ölen auch ziemlich viel
Pulver zugesetzt sein muss. Hier ist auch Reispulver drin, Maisfasern sind drin. Im Schrank habe ich noch ein bisschen Reismehl gefunden von meinem Tempura-Experiment. Das Video dazu habe ich euch hier oben verlinkt und natürlich auch unten in der Beschreibung. Schaut euch das ruhig mal an, ist ein absolut leckeres Partyessen. In der Haselnuss-Variante ist auch noch Kakao drin. Jetzt geht's erstmal ab in die Küche zum großen Mixen. Mithilfe der Küchenwaage können wir schauen, wie viel die einzelnen Sachen wiegen. Hier fällt dann natürlich die Schale noch weg, also 100 Gramm vielleicht. Der Kohlrabi wiegt abzüglich Schale auch wahrscheinlich nur 150 Gramm. Okay. Hier könnte es problematisch werden, denn da ist immer sehr viel Fett drin. Wir schauen mal, wie viel wir überhaupt rauskriegen. Dafür wiege ich jetzt diese leere Schüssel. Ein Waage sollen 400 Milliliter sein, das heißt, die Metalldose wiegt 51 Gramm. Das Fett kann man gut nutzen. Das hilft als Anti-Schuppenhaarwäsche, auch bei Kindern, bei Kopfhautproblemen, Hautproblemen generell. Wenn man das Kokosfett im Tiefkühler einfriert, kann man es noch lange nutzen. Und es ist auch zum Kochen vielseitig einsetzbar. Schmeißt das also nicht weg. Das ist das Kokosfett, minus 18 Gramm, die diese Schale hier wiegt, sind wir bei 325 Gramm Fett. Und der Rest von den 400 Millilitern, das müssten jetzt 75 Milliliter sein, minus die 51 Gramm Metalldose, sind wir bei ungefähr 75 Millilitern. Das kommt also hin. Ein bisschen was von dem leckeren Fett werde ich noch dazu tun, damit wir auf der Waage auf 150 Gramm kommen. Dann ist in der Dose 100 Milliliter Flüssigkeit mit Fett enthalten. Das hier sind übrigens mal die prozentualen Richtwerte und bis auf Calcium, was bei 100% liegt, ist da ziemlich viel Luft nach oben. Wir werden die Werte also nicht zwingend treffen müssen. Als nächstes wird die Orange geschält. Den kompletten Schälprozess könnt ihr euch auf meinem ASMR-Kanal ansehen, den habe ich euch unten verlinkt. Davon werden wir ungefähr 50 Gramm nutzen. Von der Banane möchte ich nur ein kleines Stück nutzen. Das sind jetzt 44 Gramm. Gehen wir auf 33. Ja, perfekt. Den Chicorée würde ich wegen seiner vielen wichtigen Inhaltsstoffe gerne komplett nutzen. Da haben wir fast 120 Gramm. Ich glaube, Chicorée ist das meist unterschätzte Fitnessgemüse. Kauft und esst mehr Chicorée. Das Zeug ist super und es wächst vor allem in Deutschland. Ein kleines Stück vom Apfel kommt noch mit rein. Bisschen mehr könnte es sein, aber ich würde gerne 50 Gramm haben. Ein kleines bisschen davon werden wir uns auch noch gönnen. Und jetzt haben wir hier nochmal ungefähr 33 Gramm Kohlrabi. Das passt perfekt zur Banane. Und ihr merkt hier schon, das ist eine ganz große Menge an Früchten und Gemüse. Und da kommen ja auch noch die anderen Zusatzstoffe, das Reismehl dazu und die Haferflocken. Und damit das Ganze noch trinkbar bleibt, werde ich eine etwas größere Menge machen. Und ich würde auf jeden Fall 100 Gramm Reismehl dazu tun. Y-Food geizt da ja auch nicht mit Reismehl und Reispulver. Und Haferflocken sind natürlich auch einer unserer wichtigsten Nährstofflieferanten, sowohl was den Brennwert und die Kohlenhydrate und die Ballaststoffe und die Eiweiße angeht, als auch die Vitamine und Nährstoffe. Deswegen kommen eine ganze Menge Haferflocken rein. Mindestens 250 Gramm. Wow, das ist echt viel, 150 Gramm. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Ich habe im Schrank noch diesen alten Mixer hier gefunden und ich glaube, damit können wir die festen Bestandteile erstmal gut zerkleinern. Wo schaltet man das Ding an? Okay. Wow, okay. Nicht fein genug für meinen Geschmack. Ich werde das jetzt mal noch durch ein Sieb geben. Also der Stabmixer funktioniert super. Aber das Gerät hier hat ja auch nur 200 Watt und der Stabmixer hat 500 Watt. Ja, das macht schon einen Unterschied. Das nächste Mal nehme ich einfach Hafermehl.
Wir haben jetzt hier 230 Gramm Haferflockenmehl und den letzten Rest hier, den kriege ich einfach nicht mehr klein püriert. Und jetzt beginnt das große Gematsche mit den restlichen Früchten. Zuerst möchte ich den Blattspinat pürieren, damit ich auch sicher sein kann, dass alles davon zerkleinert ist. Ja, das klappt ja super. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das musst du erst kochen. Nee, eben nicht. Wenn ich das koche, dann sind die ganzen Vitamine nämlich raus. Also viel ist das nicht, was da noch übrig bleibt. Aber ich sag's euch, wie es ist. Dieses Projekt steht und fällt mit dem richtigen Mixer. Alles noch sehr grün. So, wir haben jetzt hier einen wunderschönen grünen Gemüsebrei. Lecker, oder? Ich hatte nun leider in meinem Leben schon mal das nicht so freudige Ereignis, dass ich mir einen Kiefer gebrochen habe und deswegen nicht alles essen konnte, alles pürieren musste. Und meine Erfahrung hat mich gelehrt, wenn man was püriert, dann lieber getrennt, weil sonst der Geschmack komplett verloren geht. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich gut schmeckt, aber wir werden es probieren. Hier kommt jetzt erstmal noch die Kokosmilch hinzu. Da ist auch noch ein bisschen Kokosfett mit drin. Aber grün bleibt es trotzdem. Ich habe jetzt diese Dose noch mit Wasser ausgespült. Das heißt, wir haben hier nochmal 100 Milliliter Kokosmilch, Wasser. Ich glaube, wir brauchen jetzt einen Topf, mit dem wir weiter mixen können. Wir lassen die Waage für uns rechnen, wie viel wir jetzt bisher zusammengemixt haben. Ohne den Blattspinat wäre das wahrscheinlich relativ hell geworden. Vom Geschmack her ist es ziemlich orangig, aber schmeckt natürlich ziemlich stark auch nach dem Chicorée und dem Blattspinat. Hier kommt auf jeden Fall nachher noch Zucker rein. 552 Gramm. Dazu kommt jetzt noch das Reismehl und unsere Haferflocken. Und der Rest, der jetzt noch fehlt, den füllen wir jetzt mit Milch auf. Doch vorher packe ich hier noch ein bisschen Zucker rein. Dafür nehme ich Puderzucker aus Zuckerrüben, weil der sich einfach besser auflöst. Damit nichts von unseren wichtigen Inhaltsstoffen, die wir abgemessen haben, verloren geht, werde ich gleich diesen Becher mit der Milch ausspülen. Der Becher ist jetzt ausgespült. Ein bisschen Milch kann noch dazu. Also vom Geschmack her schmeckt es einfach wie süßer Haferbrei. Es ist halt ziemlich breiig. Ich würde wirklich 2 Liter gerne draus machen. Hier ist jetzt ein kompletter Liter Milch drin. Auf 2 Liter fehlen noch knapp 40 Milliliter und die kann ich noch mit Wasser aufgießen. Noch mal ein bisschen Kokoswasser ausgespült aus dem Topf. Die letzten Reste. Das ist auch nicht mehr grün. Naja, komm, seid ehrlich. Also wenn mir jemand sowas hinstellen würde und sagen würde, jo, das ist das neue Y-Food Amazing Apple, ich würde es trinken. Wir schauen uns gleich noch die Nährstofftabelle an, wie viel hier wirklich drin ist in meinem neu gebrauten Amazing Apple. Und es wirkt noch ein bisschen breiig, es schmeckt ziemlich viel nach Haferflocken, aber Frucht kommt gut durch. Und ja, Brennwert dürfte deutlich über dem Original liegen. Das kann man hier auch noch ein bisschen pulveriger machen, das kann man auch noch weiter verdünnen. Wie ich schon sagte, das Ganze steht und fällt mit dem Mixer. Wenn ihr einen guten Mixer habt,
püriert einfach alles gut durch und ihr habt ein schönes, leckeres Getränk zum Zunehmen oder als Fitnessgetränk oder einfach mal für zwischendurch. Ich fülle das Ganze jetzt in Flaschen ab und dann kommt es in den Kühlschrank. Ich habe mal ausgerechnet, was in meinem selbstgemixten Drink tatsächlich drin ist. Ganz einfach über eine Formel in Excel und den Mengen, die ich aufgeschrieben habe. In der Spalte dahinter habe ich dann das Ganze noch einmal in Prozent im Vergleich zu YFood ausgerechnet. Wie ihr seht, waren in meinem Mix über 2/3 über 100%, einige Mengen sogar in der 7-fachen oder 4-fachen Menge. Da muss ich für die nächste Mixtur noch ein bisschen experimentieren. Und weil ich ein netter Mensch bin, gibt's unten in der Beschreibung den Link zur gesamten Tabelle. Und der Preis? Runtergebrochen auf die verwendeten Mengen habe ich für 2 Liter 3,62 € ausgegeben. Also pro 500 Milliliter Flasche sind das nur rund 90 Cent. Wenn das mal kein Schnäppchen ist. Prost! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like oder ein Kommentar oder ein Abo da, das hilft mir sehr. Und ciao bis zum nächsten Video.